Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Reihe 5 Fragen an. Mein Gast heute ist Nikolaus Lorzig. Nico, wir kennen uns ungefähr 15 Jahre. Du machst dein ganzes Leben lang Immobilien, kommst aus einer quasi Immobiliendynastie. Dein Vater macht auch schon sein ganzes Leben lang Immobilien. Und wir haben uns damals kennengelernt bei der HSA Real Estate. Du machst dein ganzes Leben lang institutionelles Immobiliengeschäft vor allen Dingen. Bist heute geschäftsführender Gesellschafter eines integrierten Immobiliendienstleisters, würde man sagen. Heißt, ihr bildet einmal die gesamte Wertschöpfungskette ab. Ihr von unten Property Management über Asset Management, Fondsmanagement und ihr entwickelt eigene Projekte. Ihr wart in meiner Wahrnehmung eine der ersten Gesellschaften, die sich mit der Entwicklung und der Investition in gemischt genutzte Quartiere und Objekte beschäftigt haben. Was macht für dich eine gemischt genutzte Immobilieninvestition so spannend? Ja, also man muss erstmal sagen, das Thema Quartiere ist momentan ja so ein bisschen ein Modebegriff. Also wir machen das tatsächlich schon seit deutlich mehr als 20 Jahren. Momentan wird das überall draufgeschrieben, aber nur weil man es draufschreibt, ist es halt noch kein Quartier. Und was uns daran so fasziniert, ist so das Zusammenleben zwischen Leuten, die dort arbeiten, Leuten, die dort wohnen. Also wirklich die Mischnutzung ist das, was wir sehr spannend finden, wo sich sehr viele Synergien daraus ergeben. Also sowohl für die Leute, die ins Büro gehen, als auch die Leute, die dort arbeiten, einkaufen. Es gibt vielleicht eine Kita, da entsteht wenn man es richtig macht, entsteht bei so einem Quartier so etwas wie eine soziale Community. Es wird wie ein kleiner Stadtteil. Aber man muss es halt auch richtig managen. Das ist unser Thema, dass wir sagen, wir denken schon bei der Entwicklung auch an das spätere Management dieser Quartiere, weil, wie gesagt, nur weil man ein Quartier draufschreibt, ist es kein Quartier. Es wird erst eins, wenn die Leute, die dort leben und ihre Zeit verbringen, das Gefühl haben, sie leben in einem Quartier und das Quartier wird erlebbar durch Synergien, durch Vorteile, die das bietet. Das ist für mich ein ganz spannender Aspekt, der ja auch so ein bisschen in unsere digitale Welt hereinspielt. Welchen Vorteil bringen für dich neue Technologien in diesem Quartiermanagement? Also die Digitalisierung, die wir ja jetzt auch gerade alle noch mal schärfer erleben als in der Vergangenheit. Was macht die Digitalisierung für die Möglichkeit in Quartieren? Also gerade das Thema Community Building geht mit der Digitalisierung halt viel, viel besser als früher. Da gab es halt in den Quartieren einen Quartiersverein, es gab ein schwarzes Brett. Bei einer Quartiersentwicklung hier auch in Hamburg, die wir gemacht haben, da haben wir das schon sehr erfolgreich umgesetzt. Aber durch die Digitalisierung, durch die Möglichkeit, App-basiert, die Interaktion zwischen den Bewohnern viel schneller und viel zielgerichteter und viel ganzheitlicher aufzusetzen, das hilft wirklich enorm. Also mein Lieblingsbeispiel ist eine Kleinigkeit, aber ist so, früher ist ein Mieter, ein Bewohner irgendwie zum Fahrstuhl gegangen, Fahrstuhl war kaputt. Da hat er bei seiner Hausverwaltung angerufen. Kommt der Nächste, ruft an, ja, hier Fahrstuhl ist kaputt, sagt, ja, weiß ich schon, das geht halt den ganzen Tag so. Dann schicken sie irgendwann einen Techniker hin, der klebt einen Zettel ran, Fahrstuhl kaputt, super. Kommen auch wieder 30 Leute vorbei, sehen diesen Zettel, aber keiner weiß, was passiert jetzt eigentlich. So, und das ist natürlich in der digitalen Welt ein kleines Beispiel davon, wie auch das Management und das Miteinander und die Informationen besser ausgetauscht werden können. Es gibt eine Nachricht über die App, über die Quartiers-App, beispielsweise, wo dann jeder sofort den Nachricht bekommt, Fahrstuhl ist kaputt, Ersatzteile sind bestellt, dauert wahrscheinlich 3 Tage, sorry, irgendwie geht nicht anders. So, und auch dieses ganze Gemeinschaftsgefühl kann halt darüber sehr gestärkt werden. Es gibt Erfahrungen mit Quartiers-Apps, die dann fast schon so ein bisschen Richtung Kennenlernen untereinander auch gehen. Man kann Laufgruppen bilden, man kann sich gegenseitig bei Dingen unterstützen. So, das ist für uns nach vorne wirklich ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Das klingt auf jeden Fall mal deutlich weniger angestaubt, als man Wohnungsverwaltung vielleicht im klassischen Sinne erlebt. Jetzt haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben, Digitalisierung auch für Privatinvestoren zu nutzen. Du bist es gewohnt, deine Investments für institutionelle Investoren maßzuschneidern. Glaubst du, dass das auch für Privatanleger geht, gerade im Zusammenhang mit Digitalisierung? Also ich glaube, es geht zumindest nicht ohne Digitalisierung, so mal anzufangen. Also wenn man halt im Freundeskreis oder Bekanntenkreis sich über Immobilien unterhält, gibt es ja doch den einen oder anderen, der sagt, ja, ich habe mir eine kleine Wohnung gekauft, ich habe das über die Bank finanziert bekommen, für die Altersvorsorge und das sind häufig auch immobilienfremde Menschen, die das zwar als Geldanlage machen, aber die jetzt nicht die Möglichkeit haben, sich selber wirklich um die Immobilie zu kümmern. Und die dann sehr großes Klumpenrisiko häufig auch eingehen. So, das ist ja sehr, sehr viel Geld, was man da selbst für eine kleine Wohnung ausgeben muss.
Und davon würde ich tendenziell auch immer eher abraten, so, weil wenn da was ist, der Mieter zahlt nicht, es gibt Schäden, so, man ist relativ schnell damit allein überfordert. Insofern glaube ich, ist ein Modell mit Digitalisierung, dass es auch Privaten ermöglicht, sich vielleicht zusammenzuschließen und gemeinsam mehr zu kaufen, gemeinsam etwas Größeres zu kaufen, was Professionelles, was vielleicht auch von der Qualität auch besser ist. Also gibt es ja auch die ein oder anderen Angebote für Private, die jetzt in den Qualitäten jetzt nicht ganz mithalten können mit dem institutionellen Bereich. Also ich glaube, Digitalisierung ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dass dass man die richtigen, qualitativ hochwertigen und nachhaltig wertigen Objekte dann kaufen kann. Jetzt hast du gesagt, was du als Privatinvestor, der sich nicht jeden Tag mit dem Thema beschäftigt, eher nicht machen würdest. Was würdest du denn im Moment als Investment präferieren? Also ich bin nach wie vor ein ganz großer Freund von dem Thema Quartiere. Darüber haben wir jetzt ja gesprochen. Das ist so ein bisschen meine Leidenschaft auch aus der Gruppe heraus. Ansonsten bin ich tatsächlich auch im Wohnbereich eigentlich fühle ich mich ganz wohl. Also auch die Bereiche altersgerechtes Wohnen so als Thema nach vorne mit dem demografischen Wandel finde ich sehr spannend. Preisgedämpftes Wohnen, gefördertes Wohnen, so in die Richtung gehen. Da kann man nicht schnell viel Geld verdienen, aber muss man vielleicht ja auch gar nicht. Das sind Themen, die ich auf jeden Fall nach vorne ganz, ganz spannend finde. Das ist für mich ja immer wieder ein spannender Aspekt. Du machst institutionelles Geschäft, ich komme auch aus dem institutionellen Geschäft. Das, was ich immer wieder wahrnehme, ist, dass der Privatinvestor aus einer Immobilieninvestition lieber die 7% als die 3% haben will, ohne in Kauf zu nehmen, oder ohne zu berücksichtigen, dass die 7% natürlich auch mit einem völlig anderen Risiko verbunden sind als die 3%. Und ich sehe das genauso, wie du es sagst. Vielleicht muss es gar nicht mehr sein als die 3, wenn es in einer Immobilie ist, weil die Assetklasse dafür vielleicht auch gar nicht gemacht ist, wenn ich die Risiken nicht nehme. Eine letzte Frage. Deine Branche wird in den nächsten Jahren durch was besonders beeinflusst? Was sind die großen Themen der Branche? Also wir haben gerade schon über das Thema Demografie gesprochen. Das ist ein sehr großes Thema, was auf uns zurollt, was auch gerade in den Köpfen der Immobilienleute noch nicht 100% angekommen ist an allen Stellen. Also wir hatten auch das Thema altersgerechtes Wohnen. 1,7% der Wohnungen in Deutschland sind tatsächlich barrierefrei. So, das ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe für uns alle gemeinsam. Was jetzt neu dazugekommen ist, ist sicherlich das ganze Thema mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Was passiert damit? Was passiert mit dem Thema Homeoffice, Work-Life-Balance? Also sag ich mal, neue Formen des Arbeitens, neue Formen des Wohnens, Sharing Economy, so das alles zusammen. Das Spannende, da komme ich dann doch wieder auf das Thema Quartiere, findet man halt in gemischt genutzten Quartieren tatsächlich. So, und ich glaube, das sind die großen Herausforderungen, wo es sich lohnt, dass man das auch ganzheitlich betrachtet und in seinen Immobilienentwicklungen, aber auch in seinen Immobilieninvestments halt berücksichtigt, dass sich auch die Immobilie, auch wenn es seit Hunderten von Jahren irgendwie immer relativ gleich gebaut wird, wenn man auf die Baustellen geht, denkt man, da hat sich gar nicht so viel getan, aber die Immobilie muss sich halt auch wandeln und die muss halt auch flexibel sein. Ja, vielen Dank. Ein schönes Schlusswort. Wir glauben auch, dass diese Nutzerzentriertheit nicht nur beim Investment, sondern eben auch bei der Vermietung die entscheidende Frage in der Zukunft sein wird. Vielen Dank, Nico. Sehr gerne.